Es ist kalt, 5 Tage später nach 30 Grad und wir sind in New York City. Herzlich willkommen hier in der wohl eines der aufregendsten, belebtesten Städte dieser Welt. Bei Einfallsplatz nehmen wir euch natürlich mit, zeigen euch, wie das Ganze abläuft. Heute zum Beispiel sind wir zur Freiheitsstatue oder fahren wir zur Freiheitsstatue. Das ist Und ganz zwar firm. nicht einfach irgendwelche Tickets zur Freiheitsstatue, sondern wir fahren zur Freiheitsstatue und gehen in die Krone. Das ist super schwierig, an diese Tickets zu kommen. Viele Monate im Voraus schon buchen, merkt euch das, um überhaupt eine Chance zu bekommen. Die waren ausgebucht bis zum Geht nicht mehr. Genau hinter mir mussten wir unsere vorgebuchten Tickets abholen. Und wir haben so ein Band bekommen, um auf die Krone zu kommen. Mussten wir auch vor dem Typen anlegen, weil ich glaube, das wird uns immer so weitergegeben und sowas. Genau, weil die Tickets sehr, sehr rar und begehrt sind und sehr schwer zu bekommen sind, muss man das halt hier vor dem Typen machen. Tickets haben wir auch bekommen. Wir sind hier, wir gehen jetzt Richtung Krone. Das ist unsere Erststation und danach gehen wir zu Ellis Island, denn das ist included und da werden wir noch besuchen. Übrigens, da ist ein Hubschrauberflug. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Wir überlegen die ganze Zeit. Steht irgendwie auf unserer Liste. Sieht cool aus, aber ich habe ein bisschen Angst wegen so Winter und kalt Hubschrauber. Ich weiß ja nicht. Ne, wir werden sehen. 25,80 haben wir gezahlt. Jetzt auf der Staten Island. Die offizielle auf jeden Fall, wo ihr vom Battery Park losfahrt zur Freiheitsstatue. Wie schön das ist, ne? Ja, ist das nicht ein wunderschöner Ausblick? Ich meine, da ist Manhattan, hier ist die Freiheitsstatue, hier ist Laura. Es ist mega kalt, also auf der Temperaturanzeige zeigt er an, dass es gerade mal 0 Grad ist. Und, aber es ist gefühlt minus 10. Wir gehen da jetzt einmal mal hoch auf die Krone, bin sehr gespannt. Wie gesagt, ist alles limitiert. Ich glaube, man darf oben nichts mit rausnehmen, außer Kamera. Das ist alles verboten. Hier ist echt eine Sicherheitskontrolle, wie auch beim Flughafen. Also ihr werdet nicht nur bevor ihr auf die Insel geht kontrolliert, jetzt nochmal zur Freiheitsstatue werdet ihr kontrolliert. So, wir gehen jetzt hoch. Mal gucken, wie anstrengend das ist, weil ich habe gehört, es gibt nur Treppen. Ne, lag falsch. Es gibt tatsächlich einen Fahrstuhl und Treppen. So, wir gehen fleißig die Treppen hoch. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es ist hier halt mega eng. Also ich passe hier gerade so. Es ist wirklich eng. Geht's runter, wir gehen immer wieder hoch. So, es wird immer enger und wärmer. Wir sind gleich da. Es sind nur wenige Treppenstufen. So, wir haben es geschafft. Wir sind hier oben. Es ist mega eng hier und warm. Ich will nicht wissen, wie es hier im Sommer ist. Es lohnt sich, es ist schnell und kurz. Ich dachte, es ist größer. Wo waren wir gerade? Es war wohl eines der krassesten Erlebnisse gerade. Das war so eigentlich nur so ein Moment von 1 Minute, 2 Minuten. Wir haben ein paar Fotos gemacht, die wahrscheinlich ziemlich schlecht sind. Und es ist mega eng. Also ich hätte nicht gedacht, dass es da so warm ist und so eng ist. Und Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch auf die erste Plattform. ich glaube, das ist wohl eines der schönsten Aussichten hier in dieser Welt. Direkt von der Freiheitsstatue. Ja, New York ist wunderschön und wie kann man die besten Vlogs machen? Natürlich mit der Canon PowerShot V1. Wir wurden von Canon ausgestattet und haben tatsächlich diese PowerShot V1 zu testen. Wie ihr seht, die macht richtig coole Aufnahmen, sowohl für die Vlogs, aber auch, wenn du mal einen Schnappschuss machen möchtest, kannst du sicherlich ein cooles Foto. Perfekt auch für die Handtasche oder die Winterjacke hier, perfekt. Sie passt überall rein und wir freuen uns wirklich sehr, hier mit der filmen zu dürfen. New York, weiter geht's. Wir fahren gleich rüber zur nächsten Insel, denn das ist included in unserem Ticket. Wir haben natürlich eine zweite Kamera mit von der Canon und machen hoffentlich richtig coole Fotos damit. Die 3 Farben auf der großen Karte zeigen, wohin
Anzahl dieser Einwanderer kam. In der bedeutendsten Halle hier Amerikas, ja, der Einwanderungshalle nenne ich das jetzt einmal, wo früher 23 Millionen Leute einfach mal hier registriert worden sind, einfach selektiert, eingewandert sind, registriert worden sind in Amerika. Das ist schon krass. Das ist alles hier stattgefunden. Wir sind jetzt nur noch auf Ellis Island, das gehört mit zu unserem Ticket. Ja, im Hintergrund seht ihr die Skyline von New York. Wunderschön. Wir haben noch einiges auf dem Zettel heute. Vielleicht schaffen wir das, ja. Wall Street war irgendwie. Dann haben wir heute noch eine Reservierung, oder? In Nubelus. Ja, war sehr schwierig. Eines der letzten Tisch Reservierungen. überhaupt. Das ist eine Rooftop-Bar, wunderschön, mit Ausblick auf Empire State Building und drumherum. Und wir wollen zu 7th Street Burger. Ja, ach so, und eine Sache noch, ist vergessen. Wir gehen heute Schlittschuh fahren. Ach ja. Ach ja? Ich habe Hunger, deswegen favorisiere ich gerade den 7th Street Burger. So, wir sind durch. Wir schlendern hier lang. Also es war ja unser, in Anführungsstrichen, Traum, so die Christmas Time hier in New York zu verbringen. Und das hat sich jetzt schon gelohnt. Selbst nach einem Tag kann man das sagen. Ja. Also die Hotels sind gefühlt unbezahlbar und das alles, aber Egal. es lohnt sich. Gehen wir Zu Wall Street. zu Wall Street und dann zum Burger. Hier sind die berühmten Eier. Wir sind der berühmtesten Laden New York. Los Tacos Nummer 1. Wir haben uns jetzt ein Chicken, ein Steak Taco mit alles. So, die Jungs sind hier mega cool. Ich glaube, es ist ein Fehler passiert und wir hatten nur mit Kaktus bekommen und wir hatten eigentlich Steak und Chicken bestellt. Und die machen das jetzt neu. Die geben uns einfach einen neuen Steak, einen Taco und ja, easy going. Also super coole Leute, super nett. Für die überhaupt gar kein Problem. War tatsächlich Lecker. sehr gut. So eigentlich wie Mexiko, die wir gegessen haben. Ja. Aber jetzt geht weiter zum 7th Street Burgers. Hier stehen wir gerade vom Stock Exchange. Hier an der Wall Street. Ja, hier in der Straße wird das große Geld gemacht, nämlich an der Wall Street. Wir sind gerade hier und es ist eigentlich ein bisschen anders wie im Fernsehen. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, hier kann man zumindest irgendwie näher ans Gebäude ran oder so. Das ist ja alles irgendwie so belebter und allem drum und dran, aber irgendwie ist das hier so alles abgegrenzt. Also hier sind so Zäune, hier gehen die halt alle dann rein. Aber es ist ganz beeindruckend, das mal so in live zu sehen. Wir haben heute mal Pech, denn die Kirche hat heute leider zu. Nur der Friedhof sozusagen ist auf und die Kirche ist leider zu diese Woche. Schade, hätten wir mal gern von innen gesehen. Aber ganz egal, umso schneller sind wir jetzt bei den Burgern. Nach den Tacos soll es ja noch was Vernünftiges geben zu essen. Seven Burgers. Oha. So, in Deutschland musst du dafür zahlen. In einer Packung sind 10 Cent und hier kannst du den ganzen Eimer for free. Das war ein richtig guter Burger. Also wie gesagt, können wir sehr ans Herz legen. Sehr lecker. Richtig fettig, richtig Butter. Wir gehen jetzt Richtung 9/11 Memorial. Das One World Center habt ihr gerade gesehen. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, was im Fernsehen war eigentlich so, als wir es gesehen haben, als die Flugzeuge eingeschlagen sind und dann jetzt merkt man, wie krass es sein muss, was hier los gewesen sein muss. Der ganze Staub, als die ganzen Gebäude runtergefallen sind, boah, ey, das ist ja, ich glaube, wenn man hier ist, sieht man das ganz anders und nimmt man es ganz anders wahr. Ja, wir sind jetzt wohl an einem sehr traurigen Moment. Hier sehen wir das Memorial von den World Trade Centern. Ja, krass, was zu sehen, wie groß es eigentlich war. Also eine ruhige Stelle auf jeden Fall. Wir gehen jetzt weiter nach diesem emotionalen Platz hier, nenne ich das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt weiter in eine richtig coole Bar, wo wir eine richtig schöne Aussicht haben werden. Da kostet angeblich ein Cocktail $30.
Bin sehr, sehr gespannt. Den Tisch haben wir auch nur für 1,5 Stunden. Und danach gehen wir Richtung Rockefeller Center, denn dort, was machen wir da? Schlittschuh fahren. Freuen wir uns. Eines für mich persönlich der coolsten Momente, glaube ich, Schlittschuh fahren. Vorm Rockefeller Center in der Winterzeit. Aber besser geht's nicht. Ja, schau dir das mal an. Dort hinten ist das Skyline von New York. Hier ist die Empire State Building. Was will man mehr? Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schlittschuhfahren mit der wunderschönen Aussicht. Es war phänomenal. Wir haben über $200 gezahlt für ein paar Drinks und mit der wunderschönen Aussicht gehen wir jetzt ins Schlittschuhfahren. Es war mega cool. Hier im Ritz-Carlton im Noblus. Momentan wird die Eisfläche gerade geglättet und wir hoffen, dass wir dann dementsprechend schnell wieder rauf können. Die Eisfläche wurde geräumt und wir dürfen wieder fahren. Ein paar Minuten dauert das, 10 Minuten, aber es ist wieder frei. Paparazzi! So, wie findest du es hier? Alles cool, so man muss das mal gemacht haben, ist anders, als natürlich irgendwie Eisskaten zu gehen. Und Rockefeller Center schon nice. Selbstverständlich sind das alle Leute, die nicht skaten können. Aber die sind sehr schräg. Also ich hatte so eine kleine Kameratasche mit, da wurde was rausgeflogen. Ja, auch die kleine Kamera hier, ich glaube, die haben sie noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob sie gleich reinpacken müssen. Selfie-Stick ist nicht erlaubt. Alles verständlich, alles gut. Und die kleine Kamera haben die auch angemeckert, dachten, das ist eine große professionelle Kamera. Naja, egal. Wir fahren jetzt weiter und genießen den Moment hier. An der Stelle vielen Dank fürs Einschalten an diesem Tag und bis zum nächsten Mal aus New York.